Hallo Freunde, hier sind wir zurück bei The Cat Lady. Wir haben noch beide Arme, zum Glück, aber in der Klapse sitzen wir nach dem fehlgeschlagenen Selbstmordversuch von Susan. Und jetzt reden wir mit Dr. Xavier. Und nein, der sitzt nicht im Rollstuhl und hat keine Glatze und, glaube ich, auch keine mentalen Superfähigkeiten, auch wenn das, was die Schwester uns erzählt hat, ein bisschen anders klang. Aber jetzt gucken wir erstmal, was passiert. This isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Can we talk about your childhood first? Your parents. When you're a child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Woher soll ich das wissen? Soll ich mich selbst jetzt in Susan reinprojizieren, oder was? Also ihr geht es echt scheiße, aber ich weiß nicht, ob es der Papa war. Da ich ja selber ein Papa bin, gehe ich mal davon aus, dass sie einen tollen Papa hatte, weil ich mir zumindest einbilde, dass ich ein toller Papa bin. Yeah, I had a great dad. I have very fond memories of my father. He was always there for me, no matter what I did. He never got angry or upset. I suppose I never really gave him any reasons to be. I was a good child. Not perfect. But then again, no one's perfect. Whatever made me try to kill myself, it definitely has nothing to do with him. Where is he now? He died 6 years ago. Cancer. Do you miss him? Of course I miss him. How can you even ask me that? It's my job to ask these questions, Susan. Let's talk about your mother now. What was she like? Would you care to tell me about her? Also ich habe jetzt folgendes Problem. Wenn ich die Fragen jetzt auf mich projiziere und ihm erzähle, wie es mir so ging in meiner Kindheit, dann kann da keine depressive Susan rauskommen, sondern ich, ein ausgeglichener, fröhlicher und stets gut gelaunter Mensch. Was ich tatsächlich bin, das spiele ich nicht nur vor. Ich weiß nicht, wollen wir ihr eine scheiß Kindheit andichten? Also sie hat einen super Vater gehabt. Ich hatte auch eine super Mutter, aber ich glaube, wir geben ihr mal eine grauenhafte Mutter, oder? Was soll Mama? Oder ist das zu Klischee? Ein toller Vater und Mutter gestorben könnte natürlich auch. Nee, lasst es mal drauf ankommen und mal gucken, was passiert, wenn einfach die Eltern super waren. I can't complain. My mum was great. She brought me up well. Me and her, we were like best friends, like soulmates. We did everything together. She passed away 7 years ago. When Dad first got diagnosed with cancer, it was too much for her. He kept pretending he was fine, but she just couldn't take it. Her heart gave up. She died quickly. My father kept fighting it. Another 8 months of illness and intensive chemo finally beat him, though. He thought he was unbeatable, but he wasn't. Okay, I'm beginning to get a better picture. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes, and we will talk about something else. Okay. Kann ich Susan mal wieder steuern? I need to get out of this place. I hate hospitals. Besides, I really want to go home and forget all about this. Okay, die Frage ist, ja, wir könnten uns ins Bett legen. Kissen. Wenn ich dieses Kissen nur anschaue, frage ich mich, wie viele Leute mit ihrem Kopf darauf gestorben sind. Es wurde seitdem sicherlich oft gewaschen, aber es läuft mir trotzdem noch kalt den Rücken herunter. Wenn ich so darüber nachdenke, ich bin hier auch fast gestorben. Warte, ich bin hier für einen Moment gestorben, oder? Nein, eigentlich eher im Krankenwagen nach den Erzählungen der letzten Folge von der Krankenschwester. Schau unter. Nichts Interessantes unter dem Kissen. Leg dich hin. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte erst gucken. Uhr. Untersuchen wir. Die Zeiger sind auf 10:08 Uhr stehen geblieben.
Wahrscheinlich ist sie kaputt oder vielleicht braucht sie nur neue Batterien. Der Handtuchständer. Voller Gummihandschuh. Handschuhständer. Okay, 3 verschiedene Größen. Dann nehmen wir uns welche mit. Viele. Es schadet nie, wenn man Handtücher hat. Handschuhe, nicht Handtücher. Halt, ich wollte gerne... Zimmer 1. Das ist mein Zimmer. Hoffentlich nicht mehr lange. Ich gehe hinein. Schön, dass wir uns umschauen können. Ich wollte mir das Waschbecken angucken. Heißes Wasser anmachen. Kaltes Wasser anmachen. Ausmachen. Okay, vielleicht müssen wir hier... Moment. Ich habe da so eine Idee. Ich habe keine Idee, wie ich die... Du sollst sie füllen. Na gut, okay. War ein Versuch wert. Ich habe gedacht, wir könnten uns Handschuh-Wasserbomben machen. Medikamentenblatt. Eine Liste der Medikamente für die Patienten in Zimmer 2. Das bin dann wohl ich. Ich bekomme scheinbar viele Beruhigungsmittel. Das, was sie mir hier geben, könnte ein Pferd bewusstlos machen. Und ihn für eine Woche Kopfschmerzen bereiten. Es könnte auch Halluzinationen und Paranoia auslösen. Wie grotesk. Warum würden sie mir all das geben wollen? Ich bin nicht verrückt, das weiß ich ganz sicher. Wenn hier jemand verrückt ist, dann derjenige, der mir ohne medizinischen Grund all diese Medikamente verschrieben hat. Hast du nicht gesagt Zimmer 1? Zimmer 1 ist meins. Und das ist Tür Zimmer 2. Okay. Untersuche. Ein Strauß Margeriten. Ich hasse Blumen. Ich mag keine Blumen. Es ist mir total egal, wie sie riechen. Auf keinen Fall nehme ich die mit. Ich mag keine Blumen und erst recht keine Margeriten. Zimmer 2. Da haben sie wohl noch einen Selbstmordspinner drin. Es ist die Liste der Medikamente für den Patienten, für die Patientin in Zimmer 1 und einige Notizen. Diesem Zettel zufolge heißt sie Ann Burton und ist 35 Jahre alt. Sie nimmt viele Beruhigungsmittel und hat auch schon eine lange Geschichte von Drogenmissbrauch. Darüber hinaus scheint sie Methadon als Heroinersatzdroge zu nehmen. Unten auf der Seite steht, dass sie eine Privatpatientin ist, die auf eigenen Wunsch hier ist. Die Glückliche. Ich glaube, ich komme nicht so einfach aus der Situation raus. Entschuldigt, der Satz war ein bisschen verwirrend für mich. Vielleicht können wir das tauschen. Okay, hier ist die Schwester-Geschichte. Ich gehe sie mal besuchen, wenn ich kann. Handschuhständer. Voller Gummihandschuhe, 3 verschiedene Größen. Kennen wir schon. Die Zeiger sind auf 11:40 Uhr stehen geblieben. Sind denn alle in diesem Krankenhaus... Sind denn alle Uhren in diesem Krankenhaus kaputt? Lege dich hin. Na, da möchte ich mich nicht hinlegen. Kissen. Ein dreckiges Kissen. Nichts Interessantes. Okay, sie ist wohl gerade irgendwie in Behandlung oder so. Ich möchte eigentlich hier erstmal nichts machen. Ich will nur mal hier schauen, was hier so los ist. Was haben wir da? Eine Badezimmertür. Okay, ins Badezimmer gehen wir mal rein. Da ist jemand drin. I guess I should wait my turn. Okay, da können wir also nicht rein. Dann gehen wir mal vorne zu den Schwestern. Mal gucken, was die zu sagen haben. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine Schwester. Das ist eine Schwester. Erstmal gucken wir. Ein Entlassungsschreiben für Ann Burton. Momentan Patientin in Zimmer 1. Scheinbar hat sie sich selbst eingeliefert und kann gehen, wann immer sie will. Ich werde den natürlich nicht einfach so mitnehmen können. Da bin ich mir recht sicher. Das müssen die Patientenakten sein. Sie sind auf dem Tisch aufgestapelt. Ja, das dachte ich mir. Please do not touch these. They are all confidential documents. I'll go and get it, shall I? I'm sorry. Are you one of the housekeepers? Why did you dress up as a patient? I just can't stand mess, that's all. And there's no need to be sarcastic. Who's being sarcastic? Okay, entweder ist sie eine doofe Kuh oder sie ist einfach nur doof. Wir reden mal mit ihr. Ich werde sie glauben, diese rote Brille macht sie attraktiv. Ich kenne Leute wie sie nur zu gut. Sehr engagiert im Job und gleichzeitig total hirnlos und engstirnig. Is Liz here? And who's Liz? That young nurse who was here last night. Black hair, very chatty. She said her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Okay, ich weiß... Can you return to your bed now, please?
It's nearly time for your medication. Nein, nicht. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. Das sieht man. I'll come and talk to you in a minute, all right? Blöde Kuh. Ja, Liz, das war unsere Schwester von heute Nacht. Oh. Excuse me. Where's the exit? It's just down the corridor, ma'am. Thanks. I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? A discharge letter? What for? Some of our patients are under observation and aren't allowed out of the ward. For their own safety, of course. It sounds like we're prisoners here. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't let you through. May I ask what your name is? Ich würde gerne Ann Burton sagen jetzt. I'll come back later. Nee, also Please do, ma'am. We'll be right here. das hätte mir alles nichts gebracht, was ich da gesagt hätte. Sorry, ma'am, can't let you through. Ja, okay. We'll need to see a discharge letter from your doctor Ist first. klar. Right. It seems that a discharge letter is the only ticket out of here. So, ich fürchte, wir werden hier etwas tun müssen, um... Bist du Liz? Nee. Um sie hier abzulenken, damit wir an den Entlassungsbrief rankommen. Das dürfte jetzt Ann Burton sein, der wir begegnen. Das muss die Patientin aus Zimmer 2 sein. Oh Gott, sieht die nicht mal verwirrt aus. So ein bisschen durch scheint die schon zu sein. So, Schätzelein, wie geht's dir denn? Noch eine Selbstmordpatientin. Seltsam. Sie sieht aus wie jemand, den ich kenne. Das ist Liz. Oder? Hi. Are you alright? Can we talk for a minute? I can't talk. Nee, doch nicht. Please, just leave me alone. I'm trapped here, just like you. I'm trapped here, just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses either. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. I just want to talk. I need your help. Unless it's Mother who sent you. Was it her? Please tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your mother. Ich wollte eine I Wahl. missed her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? Oh, well... What is my mother's name? Das kriegen wir raus. Ich weiß es doch noch nicht. Joanne, Mary, Elizabeth, Mandy, Sarah, Alice, ich weiß nicht. Ann Burton. Ann Burton. No, that's my name. Okay. You Hätte ja don't sein know können. my mother. You little liar. Leave me alone. Please, just leave me alone. Okay, mit ihr haben wir es uns erstmal versaut, würde ich sagen. Ich muss die Karten vertauschen und ich muss vorne an die Akten ran. So viel steht fest. Ich will hier mal heißes Wasser anmachen. Kann ich die Uhr verstellen? Nee. Viel. I've got enough gloves in my pocket. There's no need to take more. Was passiert, wenn ich mich in ihr Bett lege? Ich schlafe nicht in fremden Betten. Okay, war ein Versuch wert. Ich habe das Wasser mal angemacht. Mal gucken, was das nutzt. Okay, vielleicht gibt es noch einen Grund, die Blumen irgendwann mitzunehmen. Wir gehen mal rein. Was passiert, wenn ich bei mir auch heißes Wasser anmache? Was klackt denn da immer so, wenn ich... Läuft schon. Ich will hier wirklich nicht schlafen, außerdem bin ich eh nicht müde.
Nicht diese Kissen, ja, okay, das hatten wir alles schon. Wir könnten jetzt ins Badezimmer gehen, genau, richtig. Das haben wir noch nicht gemacht bisher. So, gehen wir mal aus dem Weg, Schätzchen. Mami muss Pipi gehen. Den Namen der Mutter. So, hier ist ein Mülleimer, den untersuchen wir natürlich. Sieht aus, als wäre er lange nicht mehr geleert worden. Es sind viele weggeworfene Medikamentengefäße drin und anderes ekliges Zeug. Wir durchsuchen natürlich den Mülleimer. Ich nehme eins dieser Medikamentengefäße. Jap, das ist sehr gut. So, Notiz. Bitte unterlassen Sie es, Nachrichten auf dem Spiegel zu hinterlassen. Da wir momentan Schwierigkeiten haben, ein hohes Level an Sauberkeit aufrechtzuerhalten, aufgrund der plötzlichen Abwesenheit unseres Reinigungspersonals bitten wir alle Patienten, aufmerksam zu sein und uns zu helfen, die Station sauber zu halten. Wenn ich mir dieses Klo hier angucke, hat das nicht wirklich funktioniert. Notiz. Spiegel. Ich möchte... Genau, den Spiegel möchte ich. Ich kann mich nicht ansehen. Der Spiegel ist zerbrochen. Eine große Glasscherbe liegt daneben. Ach. Kann ich die Glasscherbe nehmen, bitte? Ja. Wenn Sie die an mir finden, halten Sie mich für einen totalen Psycho. Aber Sie können doch nützlich sein. Ich riskier's. Ne, die Klingel drücken wir jetzt nicht. Schau an. Eher schmutzig. Benutzen. Der Deckel ist unten. Ja, öffne den Deckel. Wir müssen einmal Pipi machen. Ich muss schon pinkeln, seit ich aufgewacht bin. Okay, pinkeln wir einfach eine Runde. Ich dachte, das wird jetzt ausgeblendet. Aber wir kriegen hier die volle Breitseite. So. Und weil ich so ein Ekel bin, spüle ich jetzt nicht ab. So. Das habt ihr jetzt alle davon. Ring Bell for Assistance. Heißes Wasser aufdrehen. Ich will mal gucken, ob ich die Medikamentenschale mit Wasser füllen kann. Nutzen. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Okay. Öffnen. Jetzt haben wir erstmal überall Wasser aufgedreht. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit der Glasscherbe? Namensarmband habe ich. Kann ich sie einfach... Moment. Ich will's... Moment. Erfolgreich gespeichert. So, pass mal auf. Kann man nicht vorstellen. Okay, ich dachte, in diesem Spiel hier hätte ich mir das auch tatsächlich gut vorstellen können. So, die kann ich nach wie vor nur lesen. Und nicht vorstellen, wie mir das helfen sollte. Please do not touch these. Ah, okay. They are all confidential documents. Yeah? Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. If you are looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Vielleicht kann ich die Schwester erdolchen. Kann ich eigentlich Dinge im... Nee, ich kann sie ja nicht kombinieren. Ich kann sie nur benutzen, ne? Guck mal, Schwester. Ach, gib. Hier ist niemand, der das nehmen wollte. Aber ich bin auf der Schwester, ja. Benutze. Ah, okay, ich habe eine Idee. Die kriegen wir dran. Kann man nicht vorstellen. Okay, ich dachte, ich könnte das jetzt unterm Kissen verstecken, wisst ihr? Okay, aber ich kann die Medikamentenschale jemandem geben. Und es gibt eigentlich nur 2 Personen, ja, 3 mit den Wachleuten, mit denen ich interagieren kann. Ich glaube nicht, dass sie ein leeres Medikamentengefäß wollen würde. Vielleicht kann ich nochmal die Toilette durchsuchen. Achso, sie muss ja sowieso...
Ich muss mich ja sowieso erstmal mit ihrer Mutter vertraut machen. Vielleicht kann ich mit der Schwester reden und sie auf die gute Dame hier loslassen. Das könnte natürlich durchaus möglich sein. Ich habe schon eins. Ist dann wirklich nur das drin? Gut, dann versuchen wir mal mit der Schwester zu reden. Dass sie hier irgendwie Hilfe braucht, weil die sieht sehr danach aus, als würde sie Hilfe brauchen, wenn wir ehrlich sind. Schwester, Schwester, ich weiß was. Ich möchte jetzt nach Hause. Sagen Sie den Wachmännern, dass sie mich jetzt durchlassen sollen. Kann ich bitte Can I make a phone telefonieren? call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Can you please come back in 5 minutes? Thanks. Gut, dass die Uhren hier nicht gehen, dass ich nicht weiß, wann 5 Minutes rum sind. I'd like to go home now. Well, so would I. But there are procedures and a system in place. I can't just let you go like that. What? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Nein, ich möchte jetzt reden. I feel much better now. Can you please discharge me? I'm glad to hear that. But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Please return to your bed and wait for him, all right? Na, das machen wir gleich. Ich möchte aber erst fertig mit dir reden, Schätzchen. Wenn du ja nicht immer... Das hatten wir alles schon, ne? Is Liz here? And who's Liz? That young nurse who was here last night. Ich würde mir Black wünschen, hair, Dialoge very überspringen zu chatty. können. Wirklich She said ernsthaft. her name was Liz. I'm sorry. A lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Ja, ja. Can you return to your bed now, please? Ja, lass mich in It's Ruhe. nearly time for your medication. I can't be chasing Ja, around lass mich in after every Ruhe. single patient. Beg your pardon? Ja, lass mich in I'm Ruhe, very busy Itch. at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Ja. Blödes Stück. Was passiert, wenn wir jetzt in unserem Zimmer warten? So kriege ich die dann nicht raus. Zimmer 2. Hopp. Nee, sie will es nicht. Was passiert, wenn wir die Glasscherbe unter unser Kissen legen? Nicht vorstellen, wie ich das hier verwenden soll. Vielleicht mit dem Bett. Einfach mal untersuchen. Das ist ein sehr scharfes Stück Glas aus dem zerbrochenen Spiegel. Wie komme ich denn an Pillen ran? Das ist jetzt auch eine sehr interessante Frage. Du sollst es füllen mit Wasser. Achso, nicht am Handschuhständer, ne? Aber eigentlich müssen da Pillen rein, ne? Da müssen Pillen rein, da müssen Pillen rein. Benutze? Keine Idee, wie ich die benutzen soll. Mein Namensbändchen. Ich muss die irgendwie ausschalten. Ich brauche Schlafmittel für die Tante oder so. Die Frage ist nur, wo kriege ich die her? Mit der Schwester hier kann ich nicht allzu viel anfangen. Untersuche. Das müssen die Patientenakten sein. Okay, Sorry, ich kann Mom, auch... can't let you through. Ja, ich kann auch nicht We'll mehr need mit to see ihnen a reden. discharge letter from your doctor first. Right. It seems that a discharge letter is the only ticket out of here. Ja. So. Benutzen. Oh, das ist knifflig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier sogar noch ins Grübeln komme. Und hatte eigentlich gedacht, dass ich hier relativ schnell vorwärts kommen könnte. Waschbecken, Uhr, Bett, Kissen. Vielleicht kann ich nochmal mit der Tante draußen reden. Ich meine, viel mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, was ich tun könnte. Ich könnte natürlich versuchen, was von den Blumen da rein zu tun. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it.
Let me just think for a second. Oder ist das, muss ich das raten? Das kann ja nicht sein, das ist ja blöd. Anne Burton, Sarah. Haben wir irgendeinen Namen schon mal gehört? Mary Elizabeth, Mandy? I don't know. No, of course you don't. Leave me alone. Please, just leave me alone. Muss ich denn vielleicht raten, den Namen? Oh, das wäre ja doof. Das If you wäre really are a friend, you will know my mother's name. das wäre ja keine The Rätsel name lösen. that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think ja. for a second. Die heißt Mandy. Mandy. No, you're wrong. Leave me alone. Please, just leave me alone. Ich bin mir sicher, dass wir in ihrer Akte den Hinweis finden. Oder finden wir in Selbstmordspinner in Zimmer 2. Finden wir hier einen Hinweis? Vielleicht, wenn wir optisch ein bisschen gucken. Hier kann ich mich nur hinlegen, untersuche ein dreckiges Kissen. Schau unter. Nichts Interessantes. Ich will sie doch hier reinlegen, verstehst du? Vielleicht ein bisschen aufschlitzen, das Bett. Aber ich kann hier auch an keine persönlichen Sachen von ihr rangehen. Ich kann einen Handschuh nehmen. Und jetzt habe ich einen Handschuh und mehrere Handschuhe. Das brauche ich gerade nicht. Okay. Warum habe ich jetzt einmal einen und einmal mehrere Handschuhe? So, kann ich jetzt bitte telefonieren? I feel much better now. Falscher Dialog. Can you please discharge me? I'm glad to hear that. But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Ist klar. Please return to your bed and wait for him, all right? Ich würde jetzt gerne telefonieren. Ich weiß zwar nicht mit Can I make wem. a phone call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the 5 moment. Minuten sind lang und Can you schätze. please come back in 5 minutes? Genau. Thanks. So, Freunde, ich werde jetzt ein bisschen offscreen weitersuchen. Ihr kennt es ja, damit ich das nicht unnötig hier in die Länge ziehe und euch vielleicht langweile, damit dass es nicht weitergeht. Und wenn ich weiß, wie es weitergeht, werde ich mich bei euch wieder melden. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.